Er gilt als der größte Discounter Europas und fast jeder in Deutschland kennt ihn, Lidl. Milliardengewinne mit billigen Lebensmitteln, das ist das Geschäftskonzept des Supermarktgiganten. Aber es gibt auch eine ganz andere Geschichte über Lidl und die eignet sich ganz sicher nicht fürs schöne Werbeimage des Billigdiscounters. Guten Abend und willkommen bei Monitor. Wenn Sie an Entwicklungshilfe denken, denken Sie wahrscheinlich an Brunnen, Schulen oder Krankenhäuser. Ganz sicher nicht an millionenschwere Kredite für eines der reichsten Einzelhandelsunternehmen der Welt. Entwicklungshilfe ausgerechnet für Lidl und das nur, damit sich der Supermarktkrise in Osteuropa ausbreiten kann. Warum vergibt eine Weltbanktochter solche Kredite an eine Supermarktkette, deren Mutterkonzern in den nächsten Jahren sage und schreibe 100 Milliarden Euro Jahresumsatz machen will? Das alles ist schwer zu glauben und doch wahr. Andrea Mioska, Philipp Jahn und Frank Konopatzki beginnen ihre Recherchen auf einem Gemüsemarkt mitten in einer osteuropäischen Hauptstadt. Nur selten geht hier heute Obst und Gemüse über den Markttisch. Es sind schwere Tage für die Händler. Die meiste Zeit heißt es warten. Umgerechnet 42 Cent kostet ein Kilo Tomaten. Das ist günstig. Trotzdem kommen keine Kunden, sind die Gänge fast leer. Im hinteren Teil der Halle bleiben die Verkaufstische sogar unbesetzt. Ist es normal, dass so viele Stände leer stehen? Sie sind leer, weil es sich für uns Händler nicht mehr lohnt, herzukommen. Was machen Sie dann mit den Tomaten? Dann machen wir Tomatensauce. Carrefour ist hier, keinen Kilometer weiter ist Lidl, auf der anderen Seite Profi. Sie haben uns erwürgt. Zum Teufel mit den Supermärkten. Seitdem sie eröffnet haben, läuft unser Geschäft nicht mehr. Es ist sehr schwer. Seit etwa 15 Jahren breiten sich immer mehr westeuropäische Einzelhandelsketten in Rumänien aus und immer mehr einheimische Händler verschwinden. Marktführer unter den Discountern in Rumänien ist Lidl. Die deutsche Kette hat innerhalb von nur 5 Jahren landesweit 186 Filialen aufgebaut. Für die Expansion hat Lidl eine ganz besondere Unterstützung erhalten, Kredite der Weltbanktochter IFC, in Höhe von knapp 67 Millionen US-Dollar. Mit solchen Krediten will die IFC erreichen, dass sich Privatunternehmen in Entwicklungsländern engagieren. Das erklärte Ziel? Menschen zu helfen, der Armut zu entkommen und ein besseres Leben zu führen. Die Konditionen sind zwar marktüblich, trotzdem ist so ein Kredit für Lidl Gold wert. Wenn die IFC an dem Projekt beteiligt ist, wird es für private Investoren attraktiver, weil so in gewisser Weise garantiert ist, dass es keine Probleme mit der Regierung gibt, keine Gesetzesänderungen und solche Dinge. Wenn nämlich diese Probleme bei einem IFC-geförderten Projekt auftreten, wird die IFC bei der Regierung intervenieren. Kredite der Weltbanktochter IFC hat Lidls Mutterkonzern, die Schwarz-Gruppe, auch für Kaufland in Rumänien bekommen. Zudem für die Expansion des Konzerns in Polen, Bulgarien, Kroatien und Serbien. Insgesamt 393 Millionen US-Dollar. Kredite, an die Bedingungen geknüpft sind, auch für Lidl in Rumänien. Danach soll Lidl günstige Produkte für Menschen mit wenig Geld anbieten, die Anzahl lokaler Zulieferer erhöhen und neue Vertriebswege für regionale Lebensmittelproduzenten eröffnen. Macht Lidl das? Um einen ersten Eindruck zu bekommen, besuchen wir eine Lidl-Filiale in Bukarest. Gibt es hier günstige rumänische Produkte? Drinnen dürfen wir nicht drehen. Das Angebot ist auf den ersten Blick ähnlich wie in Deutschland. Zwar gibt es auch rumänische Produkte, der Großteil aber kommt aus anderen Ländern. Frühlingszwiebeln und Eisbergsalat aus Polen, Champignons aus Ungarn, Zwiebeln aus Neuseeland. Dabei wächst das alles reichlich auch in Rumänien. Auf Nachfrage räumt Lidl ein, dass 71% der Nahrungsmittel nicht aus Rumänien stammen. Es schreit zum Himmel, denn wir haben das, womit wir in die Läden gehen könnten, was wir dem rumänischen Verbraucher anbieten könnten. Gute Produkte,
aromatische. Rumänien hat gute klimatische Bedingungen dafür. Es ist eine Sünde, dass die Produkte nicht zum Verbraucher gelangen. Aurel Tănase ist Bauer und Vorsitzender des Verbands der Obst- und Gemüsehersteller in Rumänien. Er vertritt 650 Betriebe. Pro Jahr müssten 10 bis 15% von ihnen aufgeben, sagt er. Die Supermärkte diktierten die Regeln, auch Lidl. Die sind noch aggressiver, das ist wahr. Sie zahlen den Produzenten sehr niedrige Preise für hervorragende Produkte. Welche Folgen hat das für die Bauern, die eigentlich von dem Kredit der Weltbanktochter profitieren sollten? Wir fahren nach Balen, 50 Kilometer von Bukarest entfernt. Eine der fruchtbarsten Regionen des Landes. Hier leben fast alle Menschen vom Obst- und Gemüseanbau. Auf dem Feld treffen wir Tagelöhner. Umgerechnet verdienen sie 1,50 Euro pro Stunde, erzählen sie. Die Ernte wird an ein Zwischenlager geliefert, das nur wenige Kilometer entfernt liegt. Über dieses Lager wird das Gemüse an die Einzelhandelsketten weiterverkauft. Durch die Kredite an Lidl gebe es feste Lieferverträge, sagt die Weltbanktochter. Aber stimmt das auch? Die Bestellungen erfolgen je nach Nachfrage. Wir können keine Vorhersage machen, auch nicht einmal für einen Zeitraum von 2 Monaten. So kommt es vor, dass wir nicht wissen, wie viel Ware wir vorrätig haben müssen. Und wenn die Läden die bestellten Mengen doch nicht verkaufen, sind wir verpflichtet, sie zurückzunehmen. 2 Jahre haben sie gebraucht, um das Lager hier aufzubauen, mit EU-Subventionen. Doch weil die Discounter die Preise drücken, machen sie kaum Gewinne, sagen sie. Was mit EU-Geldern aufgebaut wurde, könnte dank Weltbankkredit wieder zerstört werden. Absurd. Doch damit nicht genug. Sie verlangen sogenannte Regalgebühren. Die sind nicht festgelegt, sie schwanken. Je nach Vertrag, den man mit ihnen abschließt. Die Prozente werden darin festgelegt. So kann es passieren, dass wir eine Ware für 10 Cent verkaufen und im Regal steht sie dann für 50 Cent. Dass Lidl Gebühren dafür verlangt, dass das Gemüse in die Regale kommt, bestreitet der Konzern. Die Verträge mit den Händlern seien rechtens, erklärt Lidl gegenüber Monitor. Diese Vereinbarungen werden von beiden Seiten akzeptiert und beinhalten auch das Prozedere bei der Nichtannahme von Waren. Verhandlungen auf Augenhöhe seien das sicher nicht, sagen Experten. Sie verdrängen nach und nach kleine und lokale Produzenten. Die Landwirte, lokale und kleine Bauern, sie haben keinen angemessenen Zugang zu den Discounter- und Supermarktketten. Sie stehen im Wettbewerb zu den Läden. Und deshalb denke ich, dass hier ein Markt zerstört wird, sodass es am Ende nur noch die großen Player gibt. In the sense that you have more bigger players. Für die Kleinbauern wird die Lage zunehmend dramatisch. Ionela bewirtschaftet in Balen mit ihrem Mann einen kleinen Bauernhof. Ihr Schwager, erzählt sie, habe vor 2 Jahren aufgegeben. Er arbeitet jetzt als Spargelstecher in Deutschland. Vor kurzem musste ihr Mann Florin ein ganzes Gemüsefeld aufgeben. Die Preise waren so niedrig, dass er nicht einmal die Tagelöhner für die Ernte bezahlen konnte. Jetzt müssen die Kinder bei der Aussaat helfen. Wie lange sie von ihrem kleinen Stück Land noch leben können, wissen sie nicht. Was sollen wir machen? Wir geben auf. Dann gehen wir zur Stadtverwaltung. Sozialhilfe. Wie war das noch? Mit den IFC-Krediten sollen Menschen der Armut entkommen und ein besseres Leben führen. In ihren Statuten, den Articles of Agreement, legt die IFC fest, Unternehmen nur dann zu fördern, wenn privates Kapital nicht verfügbar ist. Ihre Strategie? Kleine und mittlere Unternehmen zu fördern. Warum vergibt die IFC Kredite dann ausgerechnet an einen der umsatzstärksten Discounter der Welt? Ein Interview dazu lehnt die Weltbanktochter ab, schreibt uns, die Kredite sorgten für die Entwicklung der Lieferkette für Lebensmittel mit einem Anstieg der Zahl lokaler Zulieferer und neuen Vertriebswegen für lokale Produzenten. Neue Vertriebswege für lokale Produzenten, darauf hatte Bibiana Stanschulov inständig gehofft.
Sie produziert und verkauft Majun, rumänisches Pflaumenmus, ein bekanntes Produkt mit langer Tradition. Vor 5 Jahren hat sie mit Lidl verhandelt. Der Discounter hatte Interesse an ihrem Mus. Doch Lidl wollte es nur als Billigprodukt vertreiben, für weniger Geld, unter dem Namen einer Lidl-Marke. Auf ihren Namen Topoloven sollte sie verzichten. Es war unmöglich, unter der Lidl-Marke zu arbeiten. Wir hatten es gerade geschafft, unser Produkt europaweit zertifizieren zu lassen. Wir haben sehr viel in diese Kennzeichnung investiert. In dem Moment, als wir abgelehnt hatten, unter der Eigenmarke zu arbeiten, wurde uns sehr klar gesagt, dass die Herren von Lidl einen viel besseren Majun als unseren auf den Markt bringen würden. Und tatsächlich, kurze Zeit später tauchte unter dem Lidl-Label Sympatica ein anderes Pflaumenmus bei Lidl auf. 30% günstiger als ihres. Bibiana Stanchulov machte Verluste. Doch ein Geschäft mit Lidl hätte das Traditionsunternehmen ruinieren können, denn Lidl wählt für seine Eigenmarken meistens den günstigsten Produzenten. Das treibt die Hersteller in die Abhängigkeit. Ist das normal? Für mich ist es jetzt völlig klar, dass ich alle meine Geschäfte hier auf lokaler Ebene mit Rumänen mache. Alles, was möglich ist, beziehe ich von hier. Das ist meine Art von Patriotismus. Von dem Kredit der Weltbanktochter IFC sollten die Menschen in Rumänien profitieren, neue Chancen bekommen. Bislang spüren sie hier davon nichts. Die deutsche Vertreterin bei der Weltbanktochter IFC legt übrigens Wert auf die Feststellung, dass es sich bei den Krediten nicht um Entwicklungshilfe handelt, sondern um Hilfe für Unternehmen, die in Entwicklungsländern investieren wollen.